Hähnchen ist nicht automatisch ein Null-Dingsda-Produkt. Ein halbes Brathähnchen hat leider 15 Dingsda. Aber genau das machen wir heute. Und zwar werden wir heute mal ein Roadkill Chicken machen. Und wie wir das machen, das seht ihr jetzt. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde des guten Geschmacks, auf Ratzfatz Schlemm. Lecker leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Zu dem Roadkill Chicken werden wir uns Möhren machen. Die werden wir in der Pfanne im Ganzen schmoren. Und wir machen uns leckere Kartoffelwedges, auch in der Pfanne, alles auf dem Grill heute. Und dazu brauchen wir folgende Zutaten. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Zu dem Hähnchen kommen wir gleich noch. Als Beilagen machen wir Möhren und Kartoffeln, Kartoffelwedges. Und dazu brauchen wir 200 Gramm Möhren. Ich habe hier welche, wo das Grün noch dran ist. Das sind junge Möhren. Die werden wir ein bisschen mit Öl beträufeln, in dieser gusseisernen Pfanne auf dem Herd indirekt schmoren lassen. Einen halben Teelöffel Chilipulver, also Chiliflocken, und einen halben Teelöffel Salz da drüber geben und ein bisschen Pfeffer. Und ja, das war es dann eigentlich schon. Damit sind die Möhren fertig. Die Kartoffeln schneiden wir in Viertel und werden diese ein wenig würzen, und zwar mit einem halben Teelöffel Majoran, einem halben Teelöffel Oregano, einem halben Teelöffel Rosmarin und einem Teelöffel Thymian sowie ein Teelöffel grobes Meersalz und ein Teelöffel Olivenöl. Der Name Roadkill Chicken ist natürlich Programm. Warum heißt es so? Es sieht aus, als ob es von der Straße kommt. Ein bisschen brutal, aber lecker und hat einen großen Vorteil, denn wir werden es aufklappen und dann als flaches Hähnchen, nicht als kugelförmiges Hähnchen garen lassen. Und zwar flach auf dem Grill, indirekt, und haben so den großen Vorteil, dass wir überall relativ gleichmäßig die Hitze rankommt. Und das funktioniert so. Hier haben wir die Brust. Das drehen wir einfach mal um. Und hier auf der Seite nehmen wir die Wirbelsäule raus. Und zwar mit einer Geflügelschere. Also zu viel Empathie braucht man jetzt bei dem Gericht hier heute nicht. Und dann drehen wir es wieder um. Knacken einmal. Und können das so dann würzen. Und so kommt es auf den Grill. Ich benutze hier im Übrigen ein französisches Maishähnchen. Deswegen diese leicht gelbe Farbe. Ich finde, das ist vom Geschmack her einfach bisschen leckerer noch. Würzen werden wir das Hähnchen mit einem Standard-Würzmix. Und zwar Paprika, Pfeffer, Salz und Knoblauch. Jeweils ein Teelöffel zu gleichen Teilen. Das ist ja der wirklich Standard. Da brauchen wir kein Rub, keinen speziellen. Und das sind eigentlich auch Gewürze, die jeder zu Hause hat. Gewürzt wird innen und außen. Und bevor wir würzen, ölen wir das Hähnchen mit einem Teelöffel Olivenöl vorsichtig ein. Und ja, bestreuen dann das Hähnchen mit den Gewürzen.
Und dann geht's auch schon auf den Grill. I went by your house, what a big mistake. But for a while I thought that I wouldn't break. I need something else to clear my head. Someone to tell me how to live instead. Es ist arschkalt heute. Aber der Grill wird mit Gas betrieben, den werden wir schon warm kriegen. Ich heiz den jetzt vor. Die zwei äußersten auf Vollgas. Der eine oder wer 3 Flammen hat, ansonsten wer 2 Flammen hat in der Mitte, dann beide Flammen, dann auf Minimum. Aber zum Vorheizen habe ich erstmal alle an. Und Ziel ist es auf jeden Fall über 200 Grad zu bekommen. Und wenn der vorgeheizt ist, dann legen wir das Hähnchen oben auf den Ablagerost und da werden wir so ungefähr eine Dreiviertelstunde brauchen. So, wir sind jetzt bei 225 Grad etwa. Jetzt drehe ich die mittleren runter auf minimal, sodass wir das möglichst indirekt grillen können. Und dann kommt das Hähnchen so aufgeklappt hier oben hin. Ja, den Bürzel hätte man noch abschneiden können. Das werde ich gleich mal nachholen. Und hier oben braucht es jetzt so etwa 40 Minuten, 45 Minuten, schätze ich. Wir werden nachher mal messen, welche Kerntemperatur wir haben. Wir müssen auf jeden Fall über 70 Grad kommen bei Hähnchen, um irgendwelche Keime abzutöten. Keulen dürfen ruhig ein bisschen mehr haben, weil die etwas saftiger sind. Aber die Brust sollte so 72, 74 Grad. Nicht wesentlich wärmer werden, weil sonst wird sie zu trocken. Und in der Zwischenzeit bereiten wir die Möhren und die Kartoffeln vor und sehen uns dann gleich wieder. Die Kartoffeln werden wir vierteln, damit sie auch nicht ganz so lange brauchen. Etwas mit Olivenöl beträufeln und dann in so einer kleinen gusseisernen Pfanne, ja, ebenso wie die Mohrrüben, wie heißen diese Dinger da? Wie die Mohrrüben schmoren lassen quasi. Wie wir die würzen, habe ich gerade gesagt. Die werden wir jetzt in einer Schüssel halt durchmengen und dann in die Pfanne geben. So, über die Kartoffeln habe ich jetzt einen Teelöffel Öl gegeben, die Kräuter und das grobe Salz ein wenig vermischt. Die Kartoffeln sind selbstverständlich ausgiebig gewaschen und gebürstet gewesen, denn kann man sie auch mit Schale verzehren. Und die Kräuter und das Salz gebe ich jetzt hier rüber. Durch das Öl sollte es auch so ein bisschen an den Kartoffeln haften. Alles so ein bisschen durchmengen und dann, so wie sie sind, in die Pfanne geben, die wir dann auch auf den Grill stellen und ich schätze so eine halbe Stunde werden die auch brauchen. So. Mit den Möhren ist das auch schnell gemacht, die habe ich schon geschält. Habe jetzt hier einen Teelöffel Olivenöl drüber gegeben. Dann werden die gesalzen, gepfeffert und mit ein bisschen Salz und Chili bestreut. Wer möchte, kann auch noch 1-2 größere Prisen Zucker noch mit dran machen. Das unterstützt so ein bisschen die eigene Süße der Karotten. Gut wäre es, wenn wirklich alle Karotten den Boden berühren würden, damit die besser auch die Farbe annehmen und die Wärme besser abbekommen. So, 10 Minuten nachdem wir das Hühnchen auf den Grill gelegt haben, habe ich die Kartoffeln dazu gestellt. Auch auf den Ablagerost oben hin, dass die mehr gebacken werden, aber über einen Außenbrenner, sodass sie auch so ein bisschen mehr Hitze von unten bekommen. Und nach weiteren 10 Minuten
werden wir die Möhrchen darauf stellen. Die auf die andere Seite, gleiche Prinzip wie die Kartoffeln, also auch von unten den anderen Seitenbrenner, aber auch oben hin und dass die auch so ein bisschen mehr gebacken werden. Die Mohrrüben und die Kartoffeln habe ich jetzt runtergesetzt, 10 Minuten vor Ende, damit die ein bisschen mehr Hitze bekommen und noch besser durchgaren, denn das Hähnchen nähert sich der Zielgeraden. Außerdem habe ich so eine Aluschale darunter gesetzt, weil es doch ganz schön getrieft hat. Dann wie immer das Beste. Boah, geil. Sehr geil. Und die Kartoffeln. Der Knaller. So, wie mache ich das jetzt? Wobei, Ideechen zu salzig vielleicht ein bisschen weniger Salz, nicht ganz einen Teelöffel. Ja, würde reichen. So, und dann ja. Super. Leider nicht so regelmäßig. Wir sind heute bei 18 Dings da. Ist too much. Aber wenn man mal in die Verlegenheit kommt, dann weiß man zumindest, wie man dieses Gericht irgendwie ansetzen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und ihr könnt mir ja gerne auch in die Kommentare schreiben, ob ihr euch mal so ein halbes Hähnchen gönnt oder nicht. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, euer Carsten. Ciao.